Die nächsten Tage zu Hause im Revier waren sehr ruhig. Erntearbeiten und der Feldbau sorgen dafür, dass das Rehwild ganz spät austritt und so extrem heimlich wird. Wenn man doch dann mal meint, etwas Glück zu haben, taucht plötzlich wieder irgendwo ein Spaziergänger auf und alle Chancen sind zunichte. So freue ich mich nun drauf, wenn es in dieser Episode zu einem Bekannten geht und ich euch mit auf die erste Drückjagd dieses Jahr nehmen kann. Die Drückjagdsaison ist für viele Jäger sicherlich mit das Aufregendste im Jahr. Bei wohl keiner anderen Jagdart hat man in so kurzer Zeit so viel Adrenalin, Anspannung und Aufregung und mit etwas Glück für den richtigen Platz so viel tolle und aufregende Jagdmomente. Ich selbst für mich muss auch sagen, dass ich mich ein kleines bisschen in diese Jagdart verliebt habe. Die Anforderungen selbst, die diese Jagdart an den Jäger stellt, sind so hoch wie bei kaum einer anderen Jagdart. Gutes Hören, schnelles Ansprechen und ein sauberer, präziser Schuss auf bewegtes Wild innerhalb kürzester Zeit sind die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Drückjagd. Dazu hat man hier die Möglichkeit, viele heimliche Wildarten, die meistens nur nachts aus ihren Verstecken kommen, bei Tageslicht zu beobachten. Deshalb freue ich mich, wenn es im Herbst wieder losgeht und die Drückjagdsaison beginnt. Aber bevor es dann endlich losgeht, wollte ich noch kurz was erledigen, denn wie ich euch in einem der letzten Videos schon mitgeteilt habe, wird es jetzt wieder Zeit für Winterklamotten. Aus dem Grund habe ich mir mal die Mühe gemacht und meine ganzen Sachen rausgekramt, um dann mit Erschrecken festzustellen, dass 10 Jahre Jagd mit den Klamotten wirklich deutliche Gebrauchsspuren hinterlassen haben und einiges auch einen Geist aufgibt. Und durch Zufall bin ich dann auf der letzten Messe an einen netten Kontakt gekommen, zu jemandem, der sich intensiv mit dem Thema Klamotten auseinandergesetzt hat. Servus, ich bin der Manuel aus dem Pirscher Shop. Den Pirscher Shop habe ich gegründet in 2010, also vor 13 Jahren jetzt mittlerweile schon. Und jetzt vor 2,5 Jahren haben wir mit unserer Eigenmarke angefangen. Und das ist eben Pirscher Gear und hat sich seitdem unglaublich schnell entwickelt. Angefangen haben wir nur mit dem All-Season-Set. Das bestand aus einer Jacke, einem Midlayer und einer Hose. Und mittlerweile haben wir sehr viele Produkte im Programm. Manuel hat es zu Herzen genommen, seine eigenen jagdlichen Erfahrungen sowie die Erfahrungen seiner Kunden in seine Klamotten einfließen zu lassen. Er und sein Team sind stets darum bemüht, die Klamotten weiterzuentwickeln und so das Bestmögliche aus Funktion und Passung für uns Jäger herauszuholen. Das ist jetzt eine richtig warme Drückjagdjacke, also in der frierst du auf keinen Fall. Das Problem ist bei den meisten Jacken sind die Membranen, die was die Geräuschentwicklung verursachen. Und was wir halt gemacht haben, wir haben den Oberstoff aufgeraut. Genau, du hast noch hier die Manschetten dran, das heißt, du kannst den Daumen auch schön durchziehen, dann zieht da auch der Wind nicht rein. Hier, ganz wichtig für die Drückjagd, die Napoleonstaschen, das ist extrem wichtig. Genau. Ja. Passend, also das ist unsere Polarserie, das ist wirklich alles für den Winter gemacht. Also wenn es richtig kalt ist, ziehst die Sachen an, da bleibst du auf jeden Fall warm und trocken. Es war ein wirklich interessanter Nachmittag und ein spannender Austausch im Pirscher Shop. Und ich freue mich schon drauf, bei den nächsten kalten Tagen meine neuen Klamotten ausprobieren zu können. Aber jetzt wird es erstmal Zeit für die erste Drückjagd dieses Jahr. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zur ersten Drückjagd in 2023. Allerdings war es an diesem Tag viel zu warm.
Für meinen Hund Bene sollte es aber dennoch ein Start nach Maß werden. Und was ich an diesem Tag an Hundearbeit von ihm mitbekommen habe, war wirklich phänomenal. Wo ist die Wutz? Um Punkt 9.30 Uhr war heute Hundeschnallen und Bene ist sofort los, ist rechts neben mir ins Holz rein und anscheinend ist da gleich eine Deckung. Und ja, jetzt kaust er. Das war schon gleich mal ein Start nach Maß. Bene kam mit einem stärkeren Keiler an mir vorbei, jedoch war die Distanz zum Stück zu groß und der Hund viel zu nah an der Sau. Aber kaum waren die zwei verschwunden, mogelte sich ein paar Meter weiter schon die nächste Sau aus der Dickung auf die Schneise. Bachen sind bei dieser Jagd zu schonen und deshalb blieb hier definitiv die Kugel im Lauf. Bene kam allerdings bei der Rückfährte an dieser Dickung vorbei. Und schon war wieder Action angesagt. Ein Frischling hatte anscheinend den Anschluss an die Bache verloren und wechselte genau in meine Richtung. Jedoch war auch hier die Distanz zum Hund zu gering. Aber es blieb kaum Zeit zum Durchschnaufen. Unweit von mir fiel ein Schuss. Und kurz darauf wechselte mich aus dieser Richtung ein einzelnes Alttier an. Es wäre ein leichtes gewesen, dieses zu erlegen, jedoch sind aus Muttertierschutzgründen einzelne Alttiere zu schonen. Nach fast einem Jahr Pause merkt man dem Hund die Freude richtig an. Und schon ging's für ihn weiter. Direkt in der Dickung vor mir hatten sich ein paar Sauen eingeschoben. Und natürlich blieben diese vor Bene nicht verborgen. Den hohen Temperaturen zum Trotz gab Bene alles, um die Sauen aus der Dickung zu bekommen. Über eine halbe Stunde beschäftigte er sich mit den Sauen. Immer wieder war Grunzen oder Klagen einzelner Sauen zu vernehmen, doch mir blieb jeder Anblick trotz der geringen Distanz verwehrt. Nach einer gefühlten Ewigkeit machten sie sich dann in die andere Richtung auf den Weg aus der Dickung, auch wenn ich dabei wieder leer ausgehen musste. Nichtsdestotrotz war es schön, den eigenen Hund so arbeiten zu sehen und vielleicht hatte er dann einer der anderen Schützen Erfolg. Für Bene und für mich war es dann an diesem Tag gewesen und man merkte auch dem Hund die sehr warmen Temperaturen an. Dennoch ging es für uns zwei glücklich nach Hause und wir freuen uns auf das nächste gemeinsame Abenteuer bei der nächsten Drückjagd.